Immer mehr vermögende Deutsche und Österreicher wollen die EU verlassen. Sie machen sich Sorgen um Vermögensabgabe, Vermögensregister und die generelle Zugriffigkeit des EU-Machtapparates. Wohin aber gehen, wenn man in der EU bleiben will? Allzu viele Optionen gibt es ja dort innerhalb von Europa nicht mehr. Heute wollen wir uns daher mal mit einem sehr kleinen Gebiet befassen, nicht mal ein eigenes Land. Wir sprechen von Gibraltar. Gibraltar ist ein britisches Überseegebiet an der Südspitze Spaniens, dort wo sich Mittelmeer und Atlantischer Ozean treffen. Eine kleine Distanz nur zu Afrika. Dort liegt Gibraltar, ein kleines Gebiet, 7 Quadratkilometer groß, dreimal so groß wie Monaco, etwas größer wie der Vatikan. Seit dem frühen 18. Jahrhundert ist Gibraltar in britischem Besitz. Damals gab es den sogenannten Spanischen Erbfolgekrieg und als Folge dessen hat Spanien damals sehr viele Gebiete verloren. Eben Gibraltar ist eines davon. Die Spanier kokettieren ja heute gerne damit, dass Gibraltar eigentlich Teil Spaniens sei, aber das ist eine Diskussion, die ist so sinnlos wie zu sagen, dass Ostpreußen immer noch ein deutsches Gebiet ist und von Polen besetzt wird. Gibraltar ist ein britisches Gebiet. Dort wird mit britischem Pfund bezahlt. Die Bevölkerung von Gibraltar beträgt ungefähr 30.000 Einwohner. Und all das macht Gibraltar natürlich interessant. Denn wenn du es dir mal genau überlegst, so viele Nicht-EU-Staaten in Europa, in die man jetzt ziehen kann oder ziehen sollte, gibt es ja eigentlich nicht. Nun, wir haben natürlich UK, aber im UK ist natürlich die Visasituation für Personen, die jetzt nicht angestellt sind, sondern vielleicht Privatiers sind und vermögend sind, sehr, sehr schwierig. Dort bekommst du eigentlich keinen Aufenthaltstitel. Dann haben wir manche osteuropäische Länder, sagen wir mal Serbien, Montenegro und sowas. Hier ist es aber allerdings so, dass die Sicherheitslage gen Osten, sage ich mal generell, für viele jetzt doch eher problematisch ist und man eher nicht in diese Richtung hier umziehen möchte. Die Schweiz wäre ja eigentlich ein naheliegendes Land für Deutsche und Österreicher. Nun, sie ist natürlich sehr eng mit der EU verbandelt und man weiß nicht, wie das Ganze hier noch weitergeht. Und bei Liechtenstein kann man im Grunde das Gleiche sagen, ganz abgesehen davon, dass es ja praktisch ohnehin unmöglich ist, in Liechtenstein einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Dann bleibt natürlich noch Monaco. Gut, Monaco, das ist sicherlich eine interessante Destination. Hier sind recht hohe Investitionen notwendig. Man muss ja mindestens 500.000 hier bei einer monegassischen Bank einbezahlen. Das ist doch nun ein ziemlicher Happen. Ein anderes Nicht-EU-Land in Europa, über was wir hier relativ häufig sprechen, ist Andorra. Andorra können wir auch nur empfehlen, aber eben auch in Andorra ist man im Grunde genommen nur dann hier kostengünstiger aufgehoben, wenn man selbst dort ein Unternehmen gründet. Möchte man das eigentlich nicht, dann ist eigentlich Andorra auch schon wieder ziemlich teuer, denn dann muss man erst eine Immobilie in Andorra kaufen und das will nun auch nicht unbedingt jeder. Zu guter Letzt können wir auch noch die anderen britischen Gebiete in Europa erwähnen. Wir haben zum Beispiel die Kanalinseln und die Isle of Man. Auch dies sind letztlich unabhängige Gebiete unter britischer Herrschaft. Aber diese haben sich eben, was jetzt Einwanderung etc. betrifft, hier an den UK angeschlossen. Das heißt, auch hier ist ein Visum und Aufenthaltstitel extrem schwierig zu bekommen. Zurück zu Gibraltar. In Gibraltar gibt es ein relativ interessantes Programm für High Net Worth Individuals, einen Aufenthaltstitel zu bekommen und dieser ist sogar unbeschränkt gültig. Hier muss man lediglich, ich sage jetzt lediglich, ich meine, ich weiß, es ist viel Geld, aber alles, was man dafür haben muss, ist letztlich ein Vermögen von 2 Millionen Pfund, also ungefähr 2,3 Millionen Euro. Ich rede jetzt nicht von einem Barvermögen, das kann auch eine Firmenbeteiligung sein, die du hast, das kann eine Immobilie sein, die du hast im Ausland. Also da werden relativ viele, ehrlich gesagt, unter diese Kategorie fallen. Alles, was gebraucht wird, ist eine Bestätigung deines Rechtsanwalts oder Steuerberaters, dass du über dieses Vermögen verfügst und dann kannst du nach Gibraltar ziehen.
Das ist alles, was notwendig ist. Weder musst du eine Immobilie kaufen, noch musst du hier irgendwie in einen Government Bond oder auf ein Konto Geld einbezahlen. Du musst tatsächlich einfach nur vermögend sein. Nun, es gibt eine weitere Auflage und das ist dort eine angemessene Wohnung zu mieten. Da habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal eine Webseite an zum Immobilienmarkt in Gibraltar, was hier so an Wohnungen verfügbar ist. Diese Webseite habe ich gefunden im Internet, propertygibraltar.com/rentals. Und hier sehen wir nun so einige Mietobjekte. Preise hier zum Beispiel für eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern ungefähr 2000 Pfund. Das sind so ungefähr 2300 Euro. Hier haben wir aber auch kleinere Einzimmerwohnungen für 850 Pfund. Das sind so ungefähr 1100 Euro und so weiter und so fort. Also es scheint jetzt nicht zu sein, dass diese Preise hier so unerschwinglich sind wie zum Beispiel in Monaco. Also in Monaco hatten wir mal eine Mandantin, die hatte dort eine kleine Einzimmerwohnung gemietet ohne Klimaanlage für 4000 Euro im Monat. Ja, also das ist natürlich hier hammermäßig hoch. Ja. Hier kannst du sehen, dass die Preise doch eigentlich ganz akzeptabel sind, würde ich sagen, für die Vorteile, die du dafür bekommst. Also nochmal, du musst diesen Vermögensnachweis haben, du musst eine Wohnung mieten und das war's. Dann kannst du dich in Gibraltar niederlassen. Die Aufenthaltsbewilligung ist unbefristet gültig, aber du musst wohl alle 3 Jahre nachweisen, dass du hier immer noch eben vermögend bist, die Wohnung hast und damit die Bedingungen erfüllst. Kommen wir nun zur steuerlichen Situation in Gibraltar. Nun, da gibt es eigentlich nur eine einzige Steuer zu beachten und das ist die Einkommenssteuer. Hier müssen Inhaber dieses High Net Worth Individual Aufenthaltstitel eine Pauschalsteuer bezahlen zwischen 32.000 Pfund jährlich und 37.000 Pfund jährlich. Also das heißt, wir sagen so ungefähr zwischen 35.000 Euro und 40.000 Euro. Wenn du also über Einnahmen verfügst im hohen sechsstelligen Bereich, ich sage mal 400.000, 500.000, dann kommt hier ein interessanter Steuersatz von weniger als 10% zusammen. Sicherlich, das ist jetzt kein Gebiet wie Monaco, wo du überhaupt keine Steuern bezahlen musst, aber eben es ist doch eigentlich eine ganz interessante Basis für dich in Europa, wo du dich hier niederlassen kannst, wo du unbeschränkt steuerpflichtig sein kannst. Die Steuererklärung ist extrem dünn. Du musst einfach dort nur diese Pauschalsteuer angeben, deine gesamten Auslandsbesitztümer, dein gesamtes Auslandsvermögen und deine gesamten Auslandseinkünfte oder generell überhaupt deine Einkünfte. Eigentlich musst du überhaupt nicht dort angeben auf der Steuererklärung. Es ist, wie gesagt, nur diese Pauschalsteuer hier zu bezahlen. Warum die eine Bandbreite hat, das werde ich bei anderer Gelegenheit nochmal erklären. Das würde jetzt hier zu lange dauern. Ist eben eine so der Eigenheiten dort in Gibraltar. Aus deutscher Perspektive ist nun der steuerliche Status Gibraltars interessant. Natürlich versucht Gibraltar hier das Image der Steueroase loszuwerden. Man will hier nicht auf schwarzen Listen und so weiter landen. Man hat auch entsprechende Abkommen unterschrieben, zum Beispiel mit Spanien und Großbritannien hinsichtlich Informationsaustausch und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alles schon. Tatsächlich ist dieser High Net Worth Individual Status eigentlich die einzige Ausnahme, wo man sagen kann, Gibraltar funktioniert noch so wie eine Steueroase. Ansonsten sind eigentlich die steuerlichen Vorteile, wenn man jetzt dort normal ansässig ist, zum Beispiel mit einer Arbeitsgenehmigung, gar nicht unbedingt mehr so deutlich zu erkennen und vielleicht sogar weniger interessant als in Malta. Aber mit diesem spezifischen Status, diesem High Net Worth Individual Status, ist auf jeden Fall natürlich hier eine ganz enorme Vorzugsbesteuerung gegeben. Das würde aus deutscher Sicht auch bedeuten, dass man unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällt, wenn du noch Vermögen in Deutschland hast, wie zum Beispiel Immobilien oder Beteiligungen. Wir haben dazu schon etliche Videos gemacht zum Thema erweitert beschränkte Steuerpflicht. Schau sie dir einfach dazu an. Also grundsätzlich natürlich Gibraltar ein niedrig besteuertes Gebiet aus deutscher Sicht.
Ansonsten halte ich Gibraltar sehr interessant. Jetzt, wie gesagt, ich spreche jetzt rein aus steuerlicher Sicht. Es gibt dort keine Vermögenssteuer, keine Erbschaftssteuer und auch viele andere Gräueltaten steuerlicher Natur, sagen wir mal Außensteuergesetz, Meldepflichten und so weiter, gibt es dort alles nicht, kannst du komplett vergessen. Die Frage ist für dich ein Leben in Gibraltar tatsächlich vorstellbar? Kannst du dir vorstellen, dort zu leben? Alleine oder mit deiner Familie? Ich meine, natürlich, du bist nicht angebunden dort, du kannst auch reisen, aber es ist natürlich eine Enklave, es ist ein sehr kleines Gebiet. Man muss sich tatsächlich überlegen, ob es realistisch ist, sich dort aufzuhalten. Die steuerliche Ansässigkeit in Gibraltar wird übrigens ausgelöst, indem du dich 183 Tage pro Jahr dort aufhältst oder aber 300 Tage in einem 3-Jahres-Zeitraum. Letzteres scheint mir auf jeden Fall eine interessante Option zu sein. Hast du die Bedingungen für die Ansässigkeit erfüllt, bekommst du die steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung. Die kann man dann vorlegen, wenn man es denn muss, bei den Regierungen, die sich dafür interessieren. Vielleicht in Deutschland, solange du noch Steuererklärungen in Deutschland abgeben musst im Rahmen der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Gibraltar könnte auch im Zusammenhang mit Spanien eine interessante Option sein. Du weißt ja, es gibt in Spanien den sogenannten Beckham-Law-Status. Dort kannst du 5 bis 6 Jahre in Spanien leben, zahlst 24% Steuern auf spanisches Einkommen und überhaupt keine Steuer auf ausländische Einkünfte. Diesen Status kannst du, wie gesagt, 5 bis 6 Jahre maximal nutzen. Danach könntest du dann ja, wenn du wolltest, nach Gibraltar umziehen für 5 Jahre und dann wieder nach Spanien und wiederum Beckham Law Steuerzahler werden. Oder man kann sich ähnliche Variationen überlegen. Da Spanien eine sehr simple 183-Tage-Regelung hat, haben wir auch Mandanten, die zum Beispiel sagen, sie sind 183 Tage in Spanien und den Rest der Zeit eben irgendwo anders, vielleicht möglicherweise Gibraltar oder Andorra und dann eben noch auf Reisen. Das sind also interessante Modelle, die eben diese Location vor Ort im Grunde auf spanischem Gebiet möglich machen. Wenn der Wegzug aus Deutschland aus steuerlichen Gründen für dich ein Thema ist, vielleicht sogar nach Gibraltar, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, die Steuerlast zu optimieren, Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, mit dir bald zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.